Eine Autokampagne dient dem regelmäßigen und automatisierten Versenden von Nachrichten wie zum Beispiel Geburtstags- oder Willkommensmails sowie reaktionsbasierten Nachrichten. Die Nachrichten werden dabei zu individuellen und somit passenden Zeitpunkten an die Empfänger versendet und ermöglichen somit eine hochpersonalisierte Kommunikation. Um eine Autokampagne anzulegen, erstellen Sie wie gewohnt eine Kampagne und wählen im Dropdown den Typ Autokampagne aus. Dadurch ergibt sich eine weitere Auswahl, in der eine Zielgruppe ausgewählt werden muss. Diese ist dann nach Speicherung des Vorgangs fest mit der Kampagne verknüpft und kann nicht mehr geändert werden. Der Eintritt einer Adresse in diese Zielgruppe ist immer der Trigger dafür, dass die Adresse den Workflow der Kampagne durchläuft und die darin enthaltenen Nachrichten oder Aktionen erhält. Über den Eintrittszeitpunkt in die Zielgruppe kann also eine zeitlich individuelle Kommunikation gesteuert werden. Neben der Auswahl einer konkreten Zielgruppe kann auch die Option Alle Stammdaten gewählt werden. Dabei werden täglich alle Stammdaten des Mandanten in die Kampagne geschickt und es ist hier besonders wichtig, dass entsprechende Filterungen im Kampagnenworkflow durchgeführt werden. Diese Option stellt in der Nutzung eher die Ausnahme dar, wie beispielsweise bei Geburtstagsnachrichten. Nach dem Klick auf Speichern haben Sie die Kampagne erstellt. Nun müssen die Workflow-Struktur und die darin zu versendenden Nachrichten erstellt werden. Ein Creative wird wie immer über den Floating Action Button mit Hilfe eines Master-Templates und gegebenenfalls eines Templates erstellt. Der erstellte Entwurf wird dann später in die Workflow-Struktur eingebunden. Über den Tab Workflow-Struktur bestimmen Sie welchen Weg, beispielsweise welche Versendungen oder Filterungen eine Adresse nach Eintritt in die verknüpfte Zielgruppe nimmt. Mit Klick auf den Tab öffnet sich der Editor, um den Workflow zu erstellen. Wenn Sie möchten, können Sie hier aus vorgefertigten Workflows auswählen oder bei Null starten. Auf der linken Seite haben Sie nun alle Aktionsknoten, welche Sie in beliebiger Anzahl im Workflow nutzen können. Die freie Fläche im rechten Bereich bietet Platz, um den Workflow zu erstellen. Um einen Knoten im Workflow zu platzieren, ziehen Sie diesen einfach per Drag and Drop ins freie Feld. Die einzelnen Knoten können dann ebenfalls per Drag and Drop verbunden werden. Jeder Knoten besitzt Einstellungsoptionen, über die man die Aktion im Detail definieren kann. Über das Mülleimer-Icon können nicht benötigte Aktionen gelöscht werden. Hier die verschiedenen Aktionen im schnellen Überblick. Start kennzeichnet den Beginn einer zu durchlaufenden Kampagne. Es muss definiert werden, ob ein User die Kampagne mehrfach durchlaufen darf. Ende kennzeichnet das Ende einer durchlaufenen Kampagne. Warten. Hiermit kann eine Wartepause in Minuten, Stunden oder Tagen erzeugt werden. Zeitplaner erlaubt Ihnen eine Bestimmung der zeitlichen Versendung. Tag, Monat, Wochentag und Uhrzeit können definiert werden. Versand. Mit dieser Aktion wird der Versand bestimmt. Das heißt, es muss das zu versendende Creative ausgewählt werden. Filter. Ermöglicht die Filterung nach bestimmten Kriterien oder Merkmalen, nach denen die Autokampagne ablaufen soll. Aufteilen. Die Aufteilung ermöglicht eine mehrstufige Filterung oder Zeitplanung der Kampagne. Kopieren oder löschen. Mit diesen beiden Aktionen kopieren oder löschen Sie den User in bzw. aus einer zu wählenden Autozielgruppe. Die Option Struktur prüfen überprüft, ob alle Knoten verknüpft sind und ob darin notwendige Einstellungen vorgenommen wurden. Über den Speichern-Button kann eine noch nicht fertig erstellte Version als Zwischenentwurf gespeichert werden, um diese später in der Bearbeitung fortzusetzen. Die Speicheroption als aktive Struktur speichern muss verwendet werden, wenn die Struktur final ist und die Kampagne aktiviert werden soll. Über den Button Wiederherstellen können vorherige Versionen aufgerufen werden. Exemplarisch erstellen wir nun eine Willkommenskampagne nach Newsletter-Anmeldung, in der nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert und eine Willkommensnachricht versendet wird. Nach dem Start, also dem Eintritt in die verknüpfte Zielgruppe, setzen wir einen Zeitplaner. Dieser bewirkt in diesem Fall, dass die nächste Aktion zu einem festen Zeitpunkt erfolgt und nicht unmittelbar nach Start der Kampagne.
Danach wird über einen Filter auf das in den Personendaten gespeicherte Geschlecht geprüft. So erhält man je nach gespeichertem Geschlecht eine andere Variante der Willkommensnachricht. Nach dem Versand läuft die Adresse in den Endeknoten und die Kampagne ist für diese Person beendet. Speichern Sie danach den Editor. Autokampagnen können über die Einstellungen entweder mit einem festen Aktivitätszeitraum oder einer offenen Laufzeit definiert werden. Sind alle Einstellungen und Bestandteile fertig erstellt, kann die Autokampagne aktiviert werden. Hier durchlaufen Sie dann pro eingesetzten Creative eine Qualitätskontrolle, welche bestätigt werden muss. Im nächsten Schritt muss der aktuelle Bestand der Zielgruppe berücksichtigt werden. Also sollen die gegebenenfalls schon in der Zielgruppe befindlichen Adressen die Kampagne durchlaufen, oder sollen nur die ab dem Zeitpunkt der Aktivierung neu einlaufenden Adressen in die Kampagne einlaufen. Dies kann im Aktivierungsprozess über die Einstellung der Nachprozessierung erfolgen. Im letzten Schritt wird die Autokampagne dann aktiviert. Eine aktivierte Kampagne kann jederzeit über den Reporting-Bereich und die Details der Kampagne deaktiviert und bearbeitet werden. Dies ist jedoch nur notwendig, wenn auch an der eigentlichen Workflow-Struktur Änderungen erfolgen sollen. Soll nur ein Creative ausgetauscht werden, dann kann dies im laufenden Betrieb ohne vorübergehende Deaktivierung geschehen.